Zunächst muss man sagen, dass Nachhaltigkeit definitiv im Mainstream angekommen ist und kein Nischenthema mehr ist. Das hat ja auch der Wahlkampf in Deutschland und das Wahlergebnis gezeigt. An den Finanzmärkten hat gerade erst der September einen neuen Rekord aufgestellt. Es wurden mehr als 71 Milliarden US-Dollar an Green Bonds emittiert, so viel wie noch nie in einem Monat. Auf Jahressicht wurden damit bisher knapp 327 Milliarden US-Dollar emittiert. Das entspricht einem Wachstum von 60% im Vergleich zum Vorjahr. Getrieben wurde das Ganze unter anderem von Staaten, die jetzt vermehrt eigene Green Bonds vergeben, und im September waren vor allem Großbritannien, Spanien und Deutschland aktiv. Im Oktober kam dann noch die EU mit ihrem ersten Green Bond im Rahmen ihres Next Generation EU-Programms dazu, und sie wird das Angebot zukünftig noch weiter erhöhen. Interessant ist auch der Aufstieg von Sustainability-Linked-Produkten. Bei Anleihen hatte sich das Neuemissionsvolumen per Ende August im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht auf 57 Milliarden US-Dollar. Und Sustainability-Linked Loans haben sich immerhin fast noch verdoppelt, auf 250 Milliarden US-Dollar. Für Emittenten sind diese Produkte besonders attraktiv, da sie eine höhere Flexibilität bieten und auch Unternehmen offen stehen, die in Sachen Nachhaltigkeit noch relativ am Anfang sind. Ganz und gar nicht. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten von Investorenseite bleibt kontinuierlich hoch und Green Bonds konnten fast immer günstiger am Markt platziert werden als ihre konventionellen Counterparts. Die Nachfrage war meistens auch höher. Das dürfte auch die nächsten Jahre so weitergehen, da Vermögensverwalter seit diesem Jahr durch die Sustainable Finance Disclosure Regulation dazu gezwungen werden, offenzulegen, wie nachhaltig ihre angebotenen Fonds sind. Da nachhaltige Fonds mittlerweile einen Wettbewerbsvorteil darstellen und die Offenlegungsverordnung nächstes Jahr noch einmal verschärft wird, glauben wir, dass die Nachfrage weiter hoch genug bleiben wird, um das steigende Neuangebot zu verarbeiten.